Ja, grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute schauen wir uns nochmal das Thema Arcgreen an, beziehungsweise der Arcgreen Remote Miner. Und wir wollen mal auf das Thema eingehen, wie man die Einnahmen so ein bisschen optimieren kann, was Arcgreen angeht. Also es ist einiges möglich, wie ihr noch mehr Einnahmen erzeugen könnt mit Arcgreen. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Ja, für alle, die es noch nicht kennen, arcgreen.com ist die Webseite. Das ist quasi eine Web3-basierte digitale Infrastruktur für weltweit verteilt erneuerbare Energieressourcen. Im Grundprinzip ist es so, ihr kauft euch einen Remote Miner, der kostet $10, könnt ihr per Metamask alles abfedern. Ihr bekommt dafür den Arcgreen Token jeden Tag. Und so funktioniert das Ganze grob. Wir haben da über dieses System beziehungsweise über das Netzwerk schon 3 oder 4 Videos bei uns auf dem Kanal. Guckt es euch einfach mal an. Genau, hier steht es nochmal. Also es gibt einmal das CSP, das ist quasi das Programm, jeder, der eine Solar- oder eine PV-Anlage zu Hause hat, kann am CSP mit teilnehmen. Das bedeutet, ihr kriegt quasi ein Gerät, was ihr anschließt oder per Schnittstelle geht das auch. Und ihr bekommt halt eben dann auch eine Belohnung dafür, dass ihr quasi Strom einspeist. Dann gibt es den klassischen Remote Miner, der kostet 9,90 €, also sagen wir mal $10 im Jahr oder 10 Euro im Jahr. Ja, das heißt, hier bekommt ihr jeden Tag eure Vergütung dafür und demnächst kommt noch der Plug Miner. Das heißt, ihr steckt das in die Steckdose rein, das Ganze, und kriegt halt eben auch eine Belohnung dafür. Der Strom wird gemessen. Wo wir gerade bei dem Thema Strom wird gemessen sind, da kommt auch die Tage ein Video nochmal von uns dazu. Und zwar geht es um Star Power. Hier, das ist auch ein Netzwerk, was so ähnlich funktioniert. Das heißt, ihr bestellt euch den Star Plug, kostet aktuell $99. Da kommt natürlich noch Versand, Steuern etc. dazu. Ich zeige euch in dem Video dann auch einen deutschen Versand, wo ihr das Deutschen bekommt. Hier bekommt ihr auch dementsprechend eine Belohnung jeden Tag dafür, dass ihr quasi an dieser Steckdose Geräte dran habt. Kann man natürlich auch ein bisschen kombinieren mit, wenn man zum Beispiel einen KS0 Pro oder irgendwas rumliegen hat, KS0 Ultra oder whatever an Hardware. Und man bekommt halt eben nochmal zusätzlich eine Vergütung, mit dem man einfach den Strommister durchläuft. Aber das Video kommt in 2 bis 3 Tagen. Bis dahin könnt ihr gespannt sein. Es geht ja heute um Arcgreen. Nur hat halt eben gerade so ein bisschen die Brücke gepasst, weil ihr seht ja hier, im Grundprinzip ist das was ähnliches, ein Smart Plug. Ja, und Star Power so gibt es auch. Von daher Star Power. Gucken wir uns nochmal an. Hatten wir schon mal. Ja, genau. Das sind halt eben die 3 beziehungsweise die Möglichkeiten, die man letztendlich aktuell habt. Alles andere findet ihr hier dementsprechend nochmal auf der Seite. Packe ich euch natürlich nochmal in die Videobeschreibung unten rein. Ja, wir gucken jetzt mal in die Seite rein. Also so sieht es bei mir aus. Ich habe die letzten Tage nicht wirklich viel gemacht bei Arcgreen. Arcgreen läuft bei mir so nebenbei. Also ich habe aktuell 43 Miner am Laufen, also Remote Miner, und 17 Light Remote Miner. Und ihr seht hier quasi, die Einnahmen werden immer mehr. Ihr seht hier quasi, was wir bis jetzt eingenommen haben. Das heißt, insgesamt haben wir 14.000 Acker bis jetzt erzeugt damit. Haben jetzt also quasi 5.000 sind auszahlbar. Wir haben schon ein bisschen was ausgezahlt, um zu testen, das Ganze umzutauschen in US-Dollar beziehungsweise in Polygon. Das hat alles ohne Probleme funktioniert. Und hier seht ihr nochmal eure Miner, die quasi laufen. Ihr seht hier Onboard-Time, also 37 Tagen die letzten onboarded. Könnt ihr nochmal selektieren zwischen Remote Miner. Also seht ihr, das sind die gekauften für $10 und die Light Miner, die man halt eben dazu adden kann. Ja, da haben wir natürlich so ein Thema, die Light Remote Miner. Also wenn ihr quasi ein paar Euros in Anführungsstrichen übrig habt, dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, bei den Missions mitzumachen. Das ist quasi so der erste Weg, wo man dementsprechend auch ein bisschen seine Einnahmen verbessern kann. Das bedeutet, wenn ihr diese Mission hier zum Beispiel durchführt, wir machen es mal relativ einfach, wenn ihr zum Beispiel 5 Remote Miner euch gekauft habt, bekommt ihr 5 Light Miner mit dazu. Das heißt, die Light Miner laufen quasi 90 Tage für euch mit, sind zwar nicht allzu gut wie die Remote Miner, bringen aber trotzdem Umsatz, das ist halt eben gut. Wenn ihr euch 10 Remote Miner gekauft habt, bekommt ihr nochmal 5 Light Miner mit dazu. Ihr müsst die nicht sofort zünden, in Anführungsstrichen. Das heißt, ihr könnt die erstmal quasi offline lassen. Und ihr habt dann die Möglichkeit, die ihr könnt die einmalig anschalten, eine gewisse Anzahl davon oder auch nicht, oder halt eben auch später. Das könnt ihr halt eben selbst entscheiden. Habt ihr noch die Möglichkeit, zum Beispiel die Green BTC-Blocks quasi zu erstellen? Das haben wir auch schon gemacht. Das werden wir nochmal in einem zusätzlichen Video machen, weil das sieht relativ komplex aus, ist aber eigentlich relativ einfach. Ihr müsstet einfach nur auf eine Kachel draufklicken. Zahlt halt eben, ich glaube, wir haben den günstigsten für knapp $2 bekommen und haben halt eben dann auch schon dafür die Belohnung bekommen, einen Remote Miner, und die werfen natürlich auch ein bisschen was ab, sage ich jetzt mal. Ja, und das ist halt eben auch so eine Möglichkeit, wie ihr sozusagen eure
Einnahmen pimpen könnt. Ich weiß, dass der ein oder andere Zuschauer von uns schon in diesem Bereich ist, hier mit 50 bzw. 100 Remote-Minern. Aber dadurch, dass wir ja übergreifend aktuell sind es, glaube ich, 25 Deepin-Projekte, die bei uns mit irgendwo laufen, also beziehungsweise laufen und auch mehr oder minder betreut werden, haben wir natürlich nicht die Möglichkeit, 24/7 jedes einzelne Projekt zu betreuen. Das geht leider nicht. Ihr wisst, wie es ist. Da kommt noch die normale Arbeit dazu, weil von so einem YouTube-Kanal lässt sich nicht leben. Kinder haben wir natürlich auch noch und so weiter und so weiter. Aber ich denke, die meisten von euch kennen das und haben da auch Verständnis dafür. Ja, die nächste Möglichkeit, was ich euch zeigen möchte, ist, um eure Einnahmen zu optimieren. Es gibt einmal das Simple Staking. Das bedeutet, ihr habt die Möglichkeit, hier eure Token zu staken. Ihr seht halt eben, das ist immer, läuft quasi in einem Circle. Ihr seht hier 28.06. bis 28.07. war jetzt ein Durchlauf gewesen, das heißt 30 Tage. Ihr habt die Möglichkeit, eure Token hier zu staken für die 30 Tage und kriegt halt eben eure Belohnung dazu. Seht ihr nochmal hier die APR. Das ist quasi die Jahresrendite, die ihr bekommt. Ihr bekommt natürlich nur für 30 Tage, weil ihr bekommt auf die 30 Tage natürlich nicht die 54%. Das wäre natürlich zu schön, um wahr zu sein, ist aber leider nicht so, sondern ihr bekommt halt eben eure anteilmäßig auf den Monat gesehen. Also die Möglichkeit besteht auch, um dementsprechend hier eure Akre zu staken. Ihr bekommt auch noch ART dazu. Ja, guckt es euch mal an. Ihr findet halt eben alle Informationen dementsprechend auch hier. Ja, was aktuell relativ neu ist, was ich euch mal ganz kurz zeigen möchte. Es gibt aktuell das CSP Staking. Das bedeutet, ihr habt die Möglichkeit, auf einer bestehenden Anlage in Anführungsstrichen ein Staking durchzuführen. Ihr habt 3 Möglichkeiten oder 4. Es gibt hier die Perioden, mit denen ihr einsteigen könnt. Das heißt 30, 60, 90, 180 Tage. Das heißt, hier ist aktuell der APR 10,04 bis 30,13. Wir gucken uns jetzt einfach mal an. Ihr seht jetzt zum Beispiel hier auf der Station, das heißt, ihr bekommt auf 30 Tage ein APR von 10,4%. Das bedeutet, solltet ihr zum Beispiel 300 Token innerhalb von den 30 Tagen hier staken, bekommt ihr 30 noch on top. Das ist meines Erachtens nach richtig gut, was das Staking angeht. Normalerweise haben wir 10% bei den meisten nur, wenn man jetzt richtiges Staking für andere Coins betreibt sozusagen. Es geht auch relativ einfach. Das heißt, ihr klickt hier auf Stake, habt halt eben die Möglichkeit, also Balance, ich habe hier alles runtergebucht. Wenn ihr jetzt eure Balance hier habt, zum Beispiel, wir nehmen mal 25%. Das heißt, es wird halt eben hier angelegt für euch oder beziehungsweise ist es halt eben die Anzahl von denen, was ihr gerade habt. Ihr könnt euch aussuchen, ob ihr hier dementsprechend 30, 60, 90 oder 180 Tage staken wollt. Hier seht ihr nochmal den APR. Das bedeutet, ihr bekommt hier auf die 30 Tage diese 10,4%. Ja, steht auch hier nochmal, was ihr da dementsprechend bekommt. Und das ist meines Erachtens nach auch nicht schlecht. Das heißt, ihr habt halt eben die Möglichkeit, auf zum Beispiel hier die deutschen Stationen, die wir sozusagen haben, ich sehe 3, 4 Stück sind hier drin, habt ihr die Möglichkeit zu staken. Ihr seht auch hier nochmal, wie viel gestaked ist. Also wir haben zum Beispiel hier auf dieser Station, da könnte wahrscheinlich auch ein Zuschauer von uns sein, ich bin mir da nicht ganz sicher. 3,3, also das sind ja hier Millionen, das heißt, wir haben hier knapp 3,3 Millionen Akre, die hier gestaked sind auf auf dieser Anlage sozusagen. Und ihr seht halt eben hier auch nochmal die Charts quasi von der Station APR und so weiter. Also das wäre auch noch eine Möglichkeit aktuell, also das CSP Staking. Das heißt, jeder, der quasi hier ein paar Akre-Token übrig hat oder ein bisschen was mehr machen möchte, hat natürlich die Möglichkeit hier anzulegen und halt eben den APR mitzufahren. Hier gucken wir nochmal, hier sieht man zum Beispiel, der APR, sehe ich gerade, ist relativ unterschiedlich. Hier die Portugal-Geschichten, die scheinen ja nicht so hoch frequentiert zu sein. Weil hier seht ihr, bekommt auf die 30 Tage nur 3,34%. Und hier haben wir nochmal eine andere Station, 0,61. In Litauen allerdings muss ich sagen, hier, das kommt mir relativ hoch vor. 30 Tage, 40%, das ist schon eine Hausnummer, sage ich jetzt mal. Ja, also wie gesagt, das ist bei solchen Zahlen immer mit Vorsicht so ein bisschen zu genießen. Ja, also wenn, dann legt ein Bruchteil von dem oder ein bisschen was von den 30 Tage an, nimmt ein bisschen Rendite bzw. Profit mit, veräußert dann eventuell eure Akre oder irgendwas und dann ist auch gut. Ja, verbrennt euch da nicht die Finger. Seid da immer ein bisschen vorsichtig, was solche Geschichten angeht. Ich sage es immer wieder. Ja, die nächste Möglichkeit ist, um hier noch ein paar zusätzliche Akre-Token zu bekommen, ist das Referral-Programm.
Das gibt es noch nicht allzu lange, also das ist auch erst vor ein paar Wochen dazugeschaltet worden. Das heißt, ihr habt jetzt die Möglichkeit, wenn ihr, also ihr findet quasi bei euch diesen Referral-Link. Ja, das heißt, wenn ihr den jemanden schickt, derjenige meldet sich an und kauft ein, zwei Remote Miner für 10 Euro, dann kriegt ihr sozusagen Light Miner als Rewards. Das bedeutet, ihr habt die Möglichkeit, auch die Light Miner dann zuzuschalten bei euch und bekommt halt eben dafür auch die Vergütung. Das heißt, es ist nicht prozentual, sondern bekommt die Light Miner. Und ganz ehrlich, ich finde, Accra ist ein gutes Prinzip und ich werde euch den Link auch in die Videobeschreibung unten reinpacken, wenn ihr Bock habt mitzumachen, weil Kanäle wie unserer existiert nur durch, sagen wir, Vermittlungsmarketing sozusagen. Ansonsten könnte man das Ganze ja eigentlich auch nicht machen. Ja, und das könnt ihr natürlich auch in der Referral, wenn ihr sagt, ihr habt noch einen Kumpel, den interessiert das auch, schickt den Referral-Link. Dann, wenn ihr nur 2, 3 Leitmaner bekommt, das ist letztendlich auch euer Geld, was euch auch letztendlich nichts kostet. Ja, das soll jetzt nicht in die Richtung gehen, Schneeballsystem etc. Darum geht es mir auf gar keinen Fall, sondern macht es wirklich nur, wenn ihr Bock drauf habt oder irgendwas in der Richtung. Ansonsten, ja, braucht es normalerweise nicht. Ja, warum bin ich jetzt auf das Video gekommen mit diesem Staking? Wie kann man halt eben die Umsätze ein bisschen besser machen? Ihr habt sicherlich auch schon gesehen und wir müssen natürlich auch immer relativ offen mit euch drüber sprechen. Ihr seht hier aktuell der Kurs. Also momentan liegt der Accra-Token bei 0,003 Dollar. Das heißt, das ist relativ wenig. Und um es mal umzurechnen, wenn ihr seht, ich glaube, ich hatte es vorhin mal durchkalkuliert. Nee, das waren meine andere Geschichte. Das bedeutet, wenn ihr euch momentan einen Miner kauft, der 10 Dollar kostet, der läuft ja ein Jahr auf der Plattform, dann mit diesem aktuellen Kurs kommt ihr auf knapp 6 bis 7 Euro pro Jahr. Ne? Also das ist wichtig. Das heißt aktuell kein Profit. Ja, deswegen sage ich es euch auch nochmal. Und das ist relativ wichtig. Das heißt, die 10 Dollar oder 10 Euro bekommt ihr in dem Jahr definitiv nicht rein bei dem aktuellen Kurs. Aber wenn man mal sieht, wo wir letztendlich mal waren, also ihr seht hier halt eben schon Geschichten mit 0,008 und hier hat man mal einen Peak von quasi einen Cent. Also wenn das Ding auf einen Cent hochgeht oder 2, 3 Cent oder irgendwas in der Richtung, dann habt ihr den Return on Invest von 2, 3 Monaten für 10 Dollar. Richtig gutes Ding eigentlich. Ne, aber ihr müsst halt eben auch immer spät wissen, ihr seht halt eben hier den Kurs, das kann gut werden, das kann schlecht werden, etc. Meine persönliche Meinung dazu ist, aber wie gesagt, keine Anlageberatung oder irgendwas in Richtung, muss immer ganz vorsichtig sein. Ich lasse meine Accra stehen und zwar bis November, Dezember irgendwas in der Richtung, weil wenn man so mal ein bisschen den Markt beobachtet, ist es meistens so, November, Dezember, es ist wie jetzt im Sommer. Jetzt im Sommer passiert nicht viel, meiner Meinung nach, oder beziehungsweise nicht so viel. Und dann, wenn die Leute zu Hause sitzen, die ganzen Investoren oder Anleger oder Käufer oder irgendwas, im November, Dezember ist definitiv mehr Volatilität drin. Sorry. Und ich denke auch mal, dass sich hier der Kurs dementsprechend erholen wird. Also ich denke es zumindest, ich kann es euch natürlich nicht versprechen. Das ist halt eben auch relativ wichtig. Ich möchte keine Versprechungen machen, die nicht eingehalten werden können. Nichtsdestotrotz, ich finde Arcgreen ein cooles Netzwerk, eine coole Idee, die dahinter steckt. Mir macht das richtig Spaß. Ich habe eigentlich wieder Bock, mir nochmal 2, 3 Miner zu kaufen jetzt aktuell. Vielleicht werde ich das am Nachgang vom Video machen. Ansonsten soll es das für mir gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch was. Bis die Tage. Bis später. Ciao.